So, ja, das ist das versprochene Erklärungsvideo zur Iron Bakery. Es ist jetzt noch kein Tutorial, da ich kaum Zeit habe und selber noch keinen genauen Plan habe, das ohne Mods zu bauen. Das zeige ich euch aber gleich. Und zwar, wie das Ganze funktioniert, hat man vielleicht schon im Video gesehen, dass die Türen unterschiedliche Dörfer sind. Also haben wir zum Beispiel hier ein Dorf, diese Reihe ist ein Dorf. Das ist ein anderes Dorf, die Reihe ist ein anderes Dorf und so weiter. Das heißt, wir haben hier 10 Dörfer, weil es 10 Reihen sind. Und diese Reihen ziehen sich einmal rundherum. Also die innere Reihe ist immer ein Dorf, dann die nächste und so weiter. Und um das Ganze zu machen, gibt es da halt einen kleinen Trick. Und zwar ist es ja so, das hier sind ja ganz viele Dörfer ineinander. Ist es so, dass wenn man 64 Blöcke von dem Zentrum entfernt eine Tür setzt, und ein Villager in der Nähe ist, dass es dann ein neues Dorf kreiert. Und zwar besagt die Regel, dass die Tür, die näher an dem Zentrum dran ist, dass die dann zudem halt hinzugefügt wird. Das heißt, wenn ich hier jetzt eine Tür setze, die näher an dem Zentrum dran ist, wird sie zu dem Dorf hinzugefügt. Und wenn sie näher bei dem dran ist, zu dem. Was man sich jetzt denkt, ja, man könnte mal das Zentrum verschieben. Und das funktioniert auch ziemlich einfach. Das heißt, wenn wir jetzt so weit gehen, dass diese Tür gerade noch so näher dran ist zu der Tür als zu dem anderen, wird diese Tür zu diesem Dorf hinzugefügt. Und wenn wir jetzt diese Tür zerstören, verschiebt sich das Zentrum hier zu dieser Tür. Und das gleiche machen wir jetzt wieder. Immer so, dass diese Tür näher dran ist zu der als zu den anderen. Oder zu dem Zentrum halt. Und dann geht das halt wieder dazu. Zerstören wir die wieder, dann geht es wieder hier dazu. Und es muss immer ein Villager in der Nähe sein, damit es als Dorf erkannt wird. Die 2 Blöcke sind dazu da, dass es als Haus gezählt wird. Denn ein Haus zählt, wenn ein Teil vom Sonnenlicht getrennt ist. So, und jetzt haben wir das nämlich so, das hier ist auch der Mod, mit dem ich das benutzt habe, dass hier das Zentrum ist. Und wenn wir hier jetzt hingehen, sehen wir bei Hauses 1, dass es das da ist, weil die anderen haben alle 24 Häuser. Das heißt, wir können jetzt hier 6 Türen setzen, die dann ein separates Dorf sind. Wenn wir die jetzt zerstören, haben wir jetzt hier ein anderes Dorf als dieses und dieses und dieses und dieses und dieses und dieses und dieses. 6 separate Türen. Und um das jetzt zu dem nächsten hinzufügen, müssen wir jetzt hier einen Villager setzen, weil die zu weit weg sind. Die sind mehr als 16 Blöcke weg von diesem Bereich hier. Das heißt, Türen, die hier gesetzt werden, werden nicht als Dorf erkannt. Und wenn wir hier jetzt Türen hinsetzen, einfach mal ein paar und dann Blöcke oben drauf, damit wir sicher gehen können, dass auch wirklich alle erkannt werden, dann zerren die Türen an dem Zentrum in die Richtung. Das heißt, wir können jetzt hier auch wieder hingehen. Okay, das war noch nicht genug. Ungefähr so. Setzen hier Blöcke drauf, dass sie auch wirklich erkannt werden. Dann können wir hier nämlich hingehen und unsere Türen setzen. So. Genau. Und dann können wir hier die Türen alle wieder rausnehmen. Und jetzt haben wir dieser Strip hier und dieser hier sind ein und dasselbe Dorf. Und das macht man einmal rundherum. Und dann hat man erstens genug Türen, dass Golems spawnen und das Zentrum perfekt hier in der Mitte. Das ist genau das, was wir wollten. Also können wir hier jetzt wieder Türen setzen. Dicht an dicht. Man könnte sich das jetzt auch ausrechnen, man muss ja nicht zwingendermaßen überall eine Tür setzen.
So, und dann hier immer weiter. Ich will jetzt einfach sicher gehen, deswegen mache ich es jetzt einfach überall. Die werden nicht erkannt, weil keine Blöcke drüber sind. Und dann geht es hier weiter. Ich teste kurz, ob es... Ja, es wurde nicht zu einem anderen gezählt. So. Okay, das reicht. Tut's nicht. Jetzt aber... Ja, jetzt geht's. Jetzt können wir nämlich hier wieder... Türen hinsetzen. Und diese hier zerren jetzt wieder in die andere Richtung. Deswegen zerstören wir jetzt hier ein paar. Und jetzt sollte das hier hinten auch etwas einfacher sein. Ihr seht schon, es ist noch nicht ganz perfekt, das System. So. Und dann kann man das hier wieder so dazu machen. Und ein paar Türen lassen wir jetzt erstmal da. Denn wenn wir die zerstören würden, dann könnten wir hier nicht mehr weiterbauen. Weil hier schon das andere Dorf erkannt wird. Und dann kann man hier wieder das gleiche machen. Passt immer auf den Villager da unten auf. Wenn der nicht da ist, dann... So. Wie gesagt, das sind nicht alle nötig, aber ich mache es jetzt beispielhaft. Und das war die letzte. Das heißt, wenn wir jetzt alle Türen rausnehmen, alle temporären Türen und auch diese hier hinten, werden wir sehen, dass wir ein 11. Dorf haben und damit die Effizienz 11-mal so groß ist wie eine normale Eisenfarm. Das heißt, wir haben jetzt erfolgreich noch einen Ring hinzugefügt, der die Effizienz nochmal steigert. Und das macht man halt 10-mal bei der Iron Bakery. Ihr könnt euch aussuchen, wie oft. Ich habe es in dem Video mit 10-mal gemacht. Jetzt wird hier wieder ein neues Dorf erstellt und dann macht ihr hier wieder das gleiche mit der Tür. Zerstört die, setzt hier wieder eine und dann macht ihr die halt das 12. Dorf. So funktioniert das halt, damit ihr so eine Idee habt, wie das Ganze funktioniert. Und die Mods zeigen einem halt, ob man schon in dem anderen Dorf drin ist oder nicht. Deswegen kam auch noch kein Tutorial raus. Aber ich habe versprochen, dass ich ein Erklärungsvideo dazu mache. Ja, also das erinnert einen so ein bisschen an die Iron Bakery.